Now we have the next one, and I want to introduce Michael Kunert, who is the CIO, is it right? Geschäftsführer auf gut Deutsch von MedMissio, früher bekannt als Missionsärztliches Institut in Würzburg. Heute ist es MedMissio für Institut für weltweite Gesundheit. Und wir haben ihn eingeladen, weil sich die Gründer des Missionsärztlichen Institutes, er war eigentlich Professor auch, ja, Professor Dr. Becker, Christoph Becker und Anna Dengel gekannt haben und auch in eigentlich einem regen Austausch standen. Das werden uns dann später die Missionshelferinnen erzählen. Aber jetzt erstmal Michael Kunert. Man möchte an alle Türen klopfen und nach irgendjemand fragen und dann die Armen sehen und ganz leise weinen. Allen ein Stückchen frisches Brot geben und den Reichen ihre Weinberge ausräumen mit den beiden heiligen Händen, die mit einem Schlag aus Licht vom Kreuz herabflogen, von den Nägeln befreit. Liebe Schwester Agnes, liebe missionsärztliche Schwestern, ich danke Ihnen für diese Einladung, zur Feier Ihres 100-jährigen Jubiläums hier sein zu können. Und es rührt mich, dass Sie in Ihrem Einladungsschreiben an den fruchtbaren Austausch zwischen Ihrer Ordensgründerin Anne Dengel und unserem Gründer des MedMissio oder Missionsärztlichen Institut, Pater Christoph Becker, vor 100 Jahren erinnern. Die standen in einem ganz intensiven Austausch. Und ich danke Ihnen auch, dass Sie mich um ein Statement bitten. Liebe Gäste dieser Jubiläumsfeier, vielleicht hat Sie ebenso wie mich das Thema etwas überrascht. Verwundete Heilerinnen inmitten einer verwundeten Welt, eine transformative Reise. Das klingt ja anlässlich eines Jubiläums nicht allzu euphorisch oder selbstbewusst, sondern eher nachdenklich, fast schon melancholisch. Verwundete Heilerinnen. Wie soll jemand andere heilen, wenn er oder sie selbst verwundet ist? Muss man, wenn man vor allem arme Menschen heilen will, nicht selber gesund sein, vor Kraft strotzen und wissen, wo es für den Kranken oder die Kranken am besten lang geht? Und was eigentlich ist genau eine transformative Reise? Beim Nachdenken über das Thema ist mir aber gekommen, dass es sehr wohl zu den missionsärztlichen Schwestern passt und auch für sie spricht. Denn die Reise, die sie vor 100 Jahren angetreten haben, ist eine, die für alle Akteure und die Betroffenen alles grundlegend ändert. Denn sie geht zu den Armen, Vernachlässigten und Ausgeschlossenen, zu jenen, denen das Menschenrecht auf adäquate Gesundheitsversorgung und auf ein möglichst heiles Leben in Fülle 2000 Jahre nach Jesus Christus immer noch verweigert wird. Die Reise macht etwas mit den Schwestern. Sie wirft sie auf ihre Motivationen und Motive zurück, erweitert ihren Horizont, schärft ihre Perspektive und fordert sie auf, flexibel auf die Nöte und Bedürfnisse der Armen zu reagieren, die Zeichen der Zeit zu erkennen und deshalb auf veränderte Lebensumstände und neue Herausforderungen adäquat einzugehen. Die verwundete Heilerin fragt sich bezüglich der Vergangenheit, habe ich genug getan? Bin ich dem Leidenden etwas schuldig geblieben? War ich einfühlsam genug? Wo hätte ich Grenzen setzen? Was hätte ich besser lassen sollen? Bezüglich der Gegenwart fragt sie sich, wo kann ich mitgehen? Wo trete ich auf der Stelle und warum? Was wird mir zu viel? Und weshalb? Und bezüglich der Zukunft, was muss ich besser machen, um mir und meinem Auftrag treu zu bleiben? Was müssen wir berücksichtigen? Auf wen oder was müssen wir mehr eingehen? Wen oder was haben wir bisher nicht ausreichend im Blick gehabt? Anders ausgedrückt, aufgrund der Wunden, die das Schicksal und die Lebensumstände in den Heilerinnen zurücklassen, sind sie sensibel und einfühlsam und deshalb fähig, spirituell und menschlich zu wachsen, die Nöte der zu Heilenden zu erkennen und auf sie einzugehen. Sie sagen nicht, was man jetzt immer öfter hört, wenn es eng, anstrengend oder brenzlig wird, alles gut. Obwohl ganz offensichtlich und im Moment
ganz besonders fast nichts gut ist. Wer alles gut findet, der klopft nicht, um nun auf das Eingangszitat kurz einzugehen, an allen Türen, um nach irgendjemandem zu fragen, dem es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gut geht, sondern schlecht oder gar ganz furchtbar. Wer alles gut findet, der sieht die Armen nicht. Er kann und will sie auch nicht sehen. Weder sie, noch die schreiende Ungerechtigkeit, noch das stille Leid, nichts sieht er, beziehungsweise sie. Außer seinen eigenen Spiegel, seine eigene selbstzufriedene Welt, in der nach Möglichkeit alles so bleiben soll, wie es ist. Für wen alles gut ist, für den ist die Welt ein Selfie, das keinen Schatten zulässt, keine selbst- und selbstkritischen Fragen. Wer so um sich selbst kreist, sieht keinen Anlass, den Reichen ihre Weinberge auszuräumen. Denn er steht auf der Seite der Gewinner oder zumindest der Nutznießer des Systems. Wer alles gut findet, hat sich mit dem Status quo abgefunden, seine Visionen beerdigt, sein Mitgefühl über Bord geworfen. Kein Protest mehr, kein Aufbegehren gegen die Welt, wie sie ist, aber um Gottes Willen einfach nicht sein darf. Wer alles gut findet, redet sich die Welt schön und glaubt weiterhin in einer kranken Welt immer gesund bleiben zu können. Ein paar Zahlen kann ich Ihnen nicht ersparen, um zu illustrieren, wie krank die Welt bereits 2019, also vor der Pandemie, war. 1,4 Millionen Menschen starben an Tuberkulose, davon 208.000 HIV-positive Patienten. 229 Millionen Menschen infizierten sich an Malaria und 409.000 überlebten sie nicht. Nach der Pandemie waren es übrigens 600.000. Mindestens 12 der 38 Millionen HIV-Infizierten hatten keinen Zugang zur lebensrettenden antiretroviralen Behandlung. 690.000 starben an HIV und 1,7 Millionen infizierten sich neu. 2,4 Millionen Neugeborene und weitere 2,8 Millionen Kinder verstarben aufgrund des Mangels an medizinischer Grundversorgung. Rund 290.000 Frauen verloren während Schwangerschaft und um die Geburt herum ihr Leben. 20 Millionen Kinder hatten ihre Schutzimpfungen nicht komplett erhalten, 13 Millionen von ihnen überhaupt keine Impfung. 202.000 Menschen infizierten sich neu an Lepra und 1,7 Milliarden Menschen litten unter den 19 anderen sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten wie Schistosomiasis, Chagas, Dengue. 2,1 Milliarden Menschen hatten keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und 4,3 Milliarden konnten keine Sanitäranlagen nutzen. 822 Millionen Menschen hungerten. Angesichts dieser Zahlen und den damit verbundenen menschlichen Leiden und Tragödien gilt es sich einzugestehen, dass bereits vor der Pandemie viel zu wenig in die globale Gesundheit investiert worden war. Es ist keine Überraschung, dass sich durch die Pandemie die Gesundheitsversorgung für die Armen weltweit nochmals verschlechtert hat. Anders ausgedrückt, der Einsatz der reichen Nationen für mehr Gesundheit in der einen Welt glich schon vor der Pandemie einer lahmen Ente. Durch die Pandemie wurden ihr auch noch die Flügel gestutzt und die widerliche Politik des amerikanischen Präsidenten und der dramatisch zunehmende Nationalismus weltweit drohen ihr nun den Garaus zu machen. Die Schwestern sind verwundet, denn sie leiden unter diesen strukturellen Sünden, die den Skandal der soeben genannten Zahlen und Zustände erst möglich machen. Sie sind verwundet, weil ihnen die Lage der Armen zu Herzen geht und sie das Schicksal so vieler Ausgeschlossener umtreibt. Verwundet, weil sie die Ungerechtigkeit und die Globalisierung der Gleichgültigkeit nicht aushalten. Verwundet, weil sie den Zustand unserer Mutter Erde, also das irrsinnige Artensterben, der immer bedrohlichere globale Temperaturanstieg, die mit ihm verbundenen schmelzenden Gletscher, Dürren, Starkregen, Überschwemmungen, Ernteausfälle und Fluchtbewegungen sowie das hirnverbrannte Weiterwursteln wie bisher um den Schlaf bringen. Papst Franziskus nannte die Kirche ein Feldlazarett, wo die Wunden verbunden werden. Wer darin arbeitet und sich dem Heilungsauftrag Jesu zu Herzen nimmt, der oder die schläft wenig, hat Ringe um die Augen, Risse im Herzen und zitternde Hände.
Und trotzdem, beziehungsweise gerade deswegen, gießt sie, beharrlich und treu im Stil des barmherzigen Samariters Öl und Wein auf die Wunden der anderen, auf die Wunden unserer Erde und damit auch auf die Wundmale Jesu. Unspektakulär, ohne viel Aufhebens, tun die Schwestern das, was anderen nicht im Traum einfällt, und sie harren dort aus, wo sich andere längst weggeduckt haben. Sie leben die Option für die Armen und nehmen den Heilungsauftrag wesentlich ernster als der christliche Durchschnitt. Sie versuchen unprätentiös, die Menschen an den Rändern der Welt zu heilen, und wenn das nicht mehr möglich ist, deren Leben wenigstens ein Stück weit heiler zu machen. Mit ihrer Präsenz, ihrer Art und ihrem Einsatz vermitteln sie ihnen das Gefühl, dass das Reich Gottes auch ihnen nahe ist. Man möchte an alle Türen klopfen und nach irgendjemand fragen und dann die Armen sehen und ganz leise weinen. Die Medical Mission Sisters klopfen an vielen Türen an, weil sie mit Recht vermuten, dass sich dahinter jene befinden, denen von der Gesellschaft, dem Mainstream, der Wirtschaft, der Politik und leider auch von Teilen der Kirche die Eintrittskarte ins Glück zurückgegeben wurde, mit der lapidaren Begründung, Empfänger unbekannt. Die Schwestern laden diese Ausgeschlossenen und Unglücklichen ein, in ihrer verbeulten Kirche in der ersten Reihe zu sitzen, denn in ihr muss, so war ihnen und hoffentlich allen von uns, Papst Franziskus helfe, Platz sein für jeden mit seinem mühevollen Leben. Die vor 100 Jahren angetretene Reise der Medical Mission Sisters hat sich immer mehr geweitert und verästelt, damit mehr Platz wird für die Armen mit ihrem mühevollen Leben. Ursprünglich war die Reise angesichts der vielen weißen Flecken auf der Weltkarte der mangelnden Gesundheitsversorgung zu Recht kurativ geprägt. Aber sie war immer offen für die neu auftretenden Nöte und Bedarfe der Ausgegrenzten. Heute arbeiten die Schwestern deshalb zusammen mit ihren Assoziierten nicht nur in Krankenhäusern, sondern weltweit führend mit Migranten, Flüchtigen, mit Müttern in Konfliktsituationen, HIV-Kranken, Alten, Sterbenden, Trauernden, Obdachlosen, mühseligen und beladenen, Behinderten und Süchtigen. Sie stehen in Armenküchen und Gemeinschaftsgärten und kümmern sich um die mentale Gesundheit. Überzeugt davon, dass in unserer Krankenwelt niemand gesund sein kann, setzen sie sich ein für unser gemeinsames Haus und kämpfen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Jeder Mensch, jeden Alters, in jedem Winkel unserer Erde hat das Recht auf ein möglichst gesundes Leben und auf die Förderung seines Wohlergehens. Dies bedeutet ohne Zweifel, dass wir uns weiterhin für eine möglichst optimale Gesundheitsversorgung einsetzen müssen. Es bedeutet aber auch, dass wir mehr Anstrengungen unternehmen müssen, um die mentale Gesundheit der Menschen zu fördern. Und es bedeutet, die Auswirkungen der Klimakrise, der Zerstörung der Umwelt und der Artenvielfalt, der Armut, des politischen Handelns bzw. Nichthandelns auf die Gesundheit mit auf dem Schirm zu haben und zu bekämpfen. Mit einem Wort, planetare Gesundheit wird in unserer sehr verwundeten Welt des 21. Jahrhunderts immer wichtiger. In der Präambel zur Verabschiedung der nachhaltigen Entwicklungsziele SDGs im Jahr 2015 heißt es: Wir sind entschlossen, die Menschheit von der Tyrannei, der Armut und der Not zu befreien und unseren Planeten zu heilen und zu schützen. Wir sind entschlossen, die kühnen und transformativen Schritte zu unternehmen, die dringend notwendig sind, um die Welt auf den Pfad der Nachhaltigkeit und der Widerstandsfähigkeit zu bringen. Wir versprechen, auf dieser gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, niemanden zurückzulassen. UNO 2015. Die missionsärztlichen Schwestern haben auf ihrer bisher 100-jährigen transformativen Reise zum Heil der Menschen immer versucht, niemanden zurückzulassen. Dies verdient unseren Dank und unsere Bewunderung. Und ich bin mir sicher, dass sie auch in den nächsten 10, 20, 100 Jahren niemanden zurücklassen werden. Dies verdient unsere volle Unterstützung, unser Mitwirken, unsere Gebete und natürlich Gottes guten Segen. Danke.